Affiliate Marketing, Affiliate Marketing, Affiliate Marketing. Überall hört man Affiliate Marketing. Was ist eigentlich Affiliate Marketing? In diesem Video geht es um Affiliate Marketing und ich möchte dir einen ganz kurzen Überblick geben, was das eigentlich ist. Auf Deutsch heißt Affiliate Marketing übrigens Empfehlungsmarketing. Es hat nichts mit Network Marketing zu tun. Es ist auch eigentlich keine unseriöse Geschäftsidee. Ich sage eigentlich, weil es so teilweise diesen Touch bekommen hat. Aber wir steigen gleich nach dem Intro ins Thema ein. Mein Name ist Gwendolyn und du bist hier genau richtig, wenn du Tipps und Tools kennenlernen möchtest, um dein Business auch online zu betreiben und das Ganze ohne dich mit der Technik zu verzetteln. In diesem Fall geht es um Affiliate Marketing, was auch für dich interessant sein kann, weil so ziemlich zu jedem Business passt Affiliate Marketing. Das Empfehlungsmarketing. Dieses Empfehlungsmarketing ist entstanden, ich glaube, der Vorreiter war Amazon in diesem Fall, ist auch heute noch das einfachste Affiliate-Programm, das Amazon-Partnerprogramm. Wie das Wort schon sagt, Empfehlungsmarketing bedeutet, du empfiehlst deinen Kunden, deinen Interessenten, deinen Lesern, was auch immer du hast, je nachdem, wie du im Internet arbeitest, ein Produkt. Sie bestellen das über deinen Link. Dieser Link enthält einen Cookie, so zum Beispiel mit dem Amazon-Partnerprogramm. Das Ganze geht zu Amazon und wenn die Leute das bestellen, erhältst du eine Provision. Für den Kunden ist das Ganze nicht teurer. Für dich ist es sozusagen die Belohnung dafür, dass du das Produkt empfohlen hast. Jetzt sage ich gleich dazu, falls du jetzt sagst, wow, ist eine gute Idee, dann mache ich das doch. Ja, es ist eine gute Idee und nein, du wirst nicht gleich reich damit. Also es sind tatsächlich recht niedrige Prozentsätze, niedrige Provisionen, die du von Amazon erhältst. Allerdings ist auch da wieder die Frage, hast du eine große Community, hast du bestimmte Produkte, die ja mehr als 20 Euro kosten, sage ich mal. Also wenn du so Produkte hast, um die 150 Euro, du bekommst für jedes Produkt 7% zum Beispiel, dann kann da schon was zusammenkommen. Es ist ein netter Nebeneffekt, ein nettes Nebeneinkommen. Aber das Ganze ist im Grunde so, dass es zum Beispiel als verschiedene Geschäftspraktiken eingesetzt wird. Das heißt, du kannst eine Homepage erstellen. Du erkennst ziemlich viele von diesen Affiliate-Homepages daran, dass sie merkwürdige Titel haben. Zum Beispiel heißt es dann Produkttest irgendwas. Oder nehmen wir jetzt mal Smoothie Maker Vergleich oder Smoothie Maker, beste Smoothie Maker Vergleich und dann vielleicht eine Jahreszahl dahinter. Oder Smoothie Maker Tests, manchmal auch mit Jahreszahl, manchmal ohne. Also all diese Domains, die du findest, die eben solche Titel haben, da kannst du fast von ausgehen. Das sind fast alles Affiliate-Seiten. Ich möchte gleich erstmal mit dem unseriösen Part starten, um den direkt rausnehmen zu können und dir den seriösen Part zu zeigen. Es ist so, dass es ein bisschen in Mode gekommen ist vor ein paar Jahren, dass man einfach irgendwie Affiliate-Marketing als das riesen neue Geschäftsmodell gefunden hat. Es hat sich bis heute gehalten. Das Ganze ist viel vielschichtiger als Amazon. Aber es war so ein bisschen dieser Touch. Jeder hat irgendeine Webseite kreiert, hat ja quasi Tests durchgeführt, also im Grunde natürlich keine, hat das Ganze aber so benannt. Der Kunde wurde so ein bisschen damit veräppelt, sage ich mal ganz vorsichtig, dass er darauf reingefallen ist, dass es Testergebnisse sind, die keine waren. Und damit ist so das Image von Affiliate Marketing auch ein wenig abgerutscht. Weil Affiliate Marketing als Empfehlungsmarketing, wenn du ein Produkt hast, von dem du überzeugt bist, was du mit deiner Community teilst, ist eigentlich eine super Sache. Wenn es aber so ist, dass du quasi, um Profit zu machen, dir was ausdenkst, dieses Produkt meistens gar nicht kennst, begeistert bist du sowieso nicht und dann auch noch so ein Konstrukt drum bastelst, was sozusagen deinen Kunden hinters Licht führt, weil eigentlich weißt du genauso wenig wie dein Kunde über das Produkt, du willst es nur verkaufen, weil es die Provision lohnt, dann kriegt das Ganze schon einen doch recht negativen Touch. Weil wir alle wollen auch als Kunde nicht irgendwie gerne so verärgert werden. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck des Affiliate-Marketings. Ich gehe mal einfach weiter. Also nehmen wir den Positiven. Du hast ein Produkt, was dir gefällt, was du ruhigen Gewissens empfehlen kannst und was du sogar gerne empfiehlst. Das ist so ein bisschen, als würdest du es deinen Freunden empfehlen, wenn du jemanden fragst, welches ist die beste Kamera und du weißt, derjenige kennt sich mit Kameras aus, dann wirst du auf den Tipp hören. Warum denn auch nicht? Und so ähnlich funktioniert das Affiliate Marketing auch.
Jetzt ist es natürlich auch noch so, man muss das Ganze auch mal umdrehen. Affiliate Marketing funktioniert natürlich auch wunderbar für dich, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast. Du machst zum Beispiel Amazon FBA, hast also physische Produkte und suchst dir jetzt Affiliates, die zum Beispiel große Blogs haben, wo genau thematisch dein Produkt passt und fragst die, ob sie das nicht mal testen möchten, ob sie das nicht ausprobieren möchten und ob sie dafür dann zum Beispiel eine ehrliche Rezension schreiben, nicht nur bei Amazon, sondern auch eben auf ihrem Blog und ja, das Ganze dann quasi als Affiliate verlinken können. Damit wäre es dann wieder Amazon, du würdest nur das Produkt umsonst zur Verfügung stellen. Hättest du jetzt Infoprodukte, heißt digitale Produkte, zum Beispiel einen Kurs. Ein Kurs zum Smoothie Making, bleiben wir mal bei den Smoothies. Also ein Kurs, um grüne Smoothies herzustellen zum Beispiel. Und mit Gesundheitsaspekten und Ähnlichem. Warum soll man die trinken? Was ist da drin? Was kann Koriander? Was ist blutreinigend? Was ist Detox? Wovon nehme ich ab? Und so weiter. Also all das ganze Spektrum rund um grüne Smoothies in einem Kurs. Und du sagst jetzt, ja, ich habe eine Community, da verkaufe ich das auch, aber es wäre viel schöner, wenn noch viel, viel mehr Leute von diesem Kurs erfahren würden. Dann könntest du dir zum Beispiel auch da wieder diese sogenannten Mikroinfluencer suchen, also sprich Leute, die zum Beispiel starke Blogs haben im Gesundheitsbereich oder Leute, die zum Beispiel einen Blog haben zu Smoothie-Makern oder eben einfach ja, gesundheitsbewusste Blogger, wie auch immer, da gibt es so viel, oder Food-Blogs und so weiter, wo dieses Thema halt thematisch gut eingeordnet werden kann und du sagst, hey, wäre das nicht auch was für deine Community? Ich habe hier den Kurs X, schau ihn dir an. Sag mir, ob dir das gefällt, ob du der Meinung bist, dass das für deine Community das Richtige ist und dann suchst du dir sozusagen diese Person als Affiliate und machst mit dieser Person dann auch diesen Affiliate-Prozentsatz selber aus. Das heißt, in vielen Fällen, wenn man direkt angesprochen wird, geht es sogar bis zu 50%. Also halbe, halbe. Wenn die Person diesen Kurs dann verkauft, kriegen beide Parteien halbe, halbe. Das heißt 50% für die Mikroinfluencer, 50% für dich. Aber du gewinnst natürlich eine größere Bekanntheit und eine größere Reichweite. Wie gesagt, der Prozentsatz steht nicht fest, aber es geht bis zu 50%. Und so kannst du Affiliate Marketing auch für deine eigenen Produkte, ja, für dein eigenes Vorankommen, für deine eigene Reichweite nutzen. Es gibt also beide Seiten und beide Seiten funktionieren auch wunderbar. Affiliate Marketing 2020 funktioniert nach wie vor. Wenn man sich verschiedene Affiliate-Programme aus den USA anguckt, die sind nochmal etwas anders unterwegs als wir. Jetzt nicht mit dem Amazon-Partnerprogramm, das gibt es natürlich auch da. Aber gerade im Bereich der digitalen Infoprodukte, des Internetmarktes quasi, unterstützen sich die Blogger oder die Content Creator, wie man sie dann in dem Fall nennt, die eben diese Kurse anbieten, doch sehr untereinander. Also es sind ganz andere Programme, da sind hochpreisige Kurse, da werden auch natürlich Affiliate-Provisionen verhandelt. Allerdings ist es ganz oft so zum Beispiel, dass man wirklich auch diesen hochpreisigen Kurs auch noch aufwertet. Ich würde dir zum Beispiel jetzt anbieten, du bekommst meinen Kurs, was gibst du mir dafür? Dafür machen wir dann halbe halbe. Heißt, du packst noch irgendein digitales Infoprodukt oder eine Dienstleistung obendrauf. So funktioniert das. Das heißt, der Kunde, wenn er jetzt über den Affiliate kauft, bekommt natürlich zum einen den Kurs zu dem regulären Preis. Also wie gesagt, der Kunde hat keine Einbußen und bekommt noch on top von der Person, die eben als Affiliate in dem Fall verkauft hat, vielleicht nochmal 2 Coaching-Calls oder einen kleinen Kurs, der eben auch thematisch dazu passt und so weiter. Also noch ein Add-on, wenn man so will. Und dadurch funktioniert das Affiliate-Marketing natürlich ganz anders, ist viel hochwertiger und hat überhaupt nichts mehr mit einem unseriösen Touch zu tun. Weil da versprechen dir nicht Leute irgendwas. Nein, sie geben auch noch was von ihrem eigenen Wissen sozusagen obendrauf. Also kann ich davon ausgehen, dass ich ein gutes Produkt kaufe. Okay, das war's so im Groben. Vielleicht kannst du damit erstmal was anfangen, hast so einen kleinen Überblick. Es gibt zig verschiedene Affiliate-Programme. Wenn du starten willst, ist das Amazon-Partnerprogramm. Das zeige ich hier jetzt noch einmal kurz. So, wir sind jetzt auf der Seite von Amazon Partnernet. Das ist der partnernet.amazon.de Link.
Und du kannst dich hier anmelden oder auch hier anmelden, wenn du noch kein Login hast. Das ist das Affiliate-Programm von Amazon, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich glaube, es ist das bekannteste und sie sind auch Vorreiter. Sie haben sozusagen diesen Affiliate-Markt ins Rollen gebracht. Hier wird nochmal in 3 Punkten erklärt, wie es geht. Anmelden, empfehlen, verdienen. Du kannst dir alles dazu durchlesen und du kannst jedes Amazon-Produkt empfehlen. Es muss natürlich irgendwie zu deinem Publikum passen, aber theoretisch kannst du alles empfehlen und bekommst je nach Gruppierung sozusagen, also zum Beispiel Küche und Haushalt oder Elektro oder Baumarkt und so weiter. Sie haben verschiedene Gruppierungen, verschiedene Provisionen. So, vielleicht kann man das hier auch sehen. Genau, hier siehst du, was ich gerade sagte. Hier kannst du zum Beispiel sehen, was du wofür bekommst. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, schau es dir einfach an. Aber so funktioniert es, sobald du dich angemeldet hast, kannst du Links generieren, die du auf deiner Homepage, in deinen Videos oder sonst wo unterbringst, wo dein Publikum ist, um eben deine Produkte, die dir gefallen, auch zu empfehlen. Und ansonsten, guck dir einfach mal an, was der Markt so hergibt. Ganz bekannt gerade für Kurse und so weiter ist Digistore24. Meine persönliche Meinung ist, es sieht ein bisschen komisch aus. Es ist irgendwie noch so ein bisschen 1990 gefühlt. Aber die Funktionalitäten sind alle da. Digistore ist sehr bekannt. Digistore verkauft sehr gut. Also auch da hast du Affiliate-Programme. Und wenn du einfach mal darauf achtest, vielleicht machst du schon was, vielleicht hast du einen Technikblog, Softwareblog und so weiter. Fast jeder Anbieter hat ein Affiliate-Programm. Und das zieht sich so durch. Also von Software bis physischem Produkt ist eigentlich alles dabei. Vielleicht passt irgendwas thematisch zu deinem Blog, zu deinem Video, zu deinem Instagram-Kanal, was auch immer du machst. Und dann könntest du dir natürlich überlegen, was du deiner Community empfehlen magst. Etwas am besten, was du selber auch gut findest. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick geben. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht zu liken. Und noch dazu, vergiss nicht, den Abo-Knopf zu drücken, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Denn es werden noch einige Tutorials hier folgen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich und bis dahin, mach's gut. Tschüss!